Lektion 1. Kaffeeauswahl. Ich glaube, ich nehme heute einen Cappuccino. Wie steht's mit dir? Eigentlich tendiere ich zu einem Latte. Ich liebe die cremige Textur. Das klingt köstlich. Was magst du am meisten an Lattes? Ich genieße die Geschmeidigkeit und wie die Milch den Espresso ergänzt. Das verstehe ich. Cappuccinos haben diese schöne Schaumbalance, was auch toll ist. Ja, und ich liebe es, wie es sich anfühlt wie eine kleine Wolke in meiner Tasse. Genau. Jeder Schluck fühlt sich so beruhigend an, besonders an einem kühlen Tag. Magst du deinen Kaffee lieber kräftig oder etwas milder? Normalerweise mag ich es stärker. Es weckt mich morgens richtig auf. Lektion 2. Reisevorbereitungen. Ich muss meinen Reisepass und meine Tickets vor der Reise überprüfen. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist immer gut, auf Reisen vorbereitet zu sein. Unbedingt. Ich kann es mir nicht leisten, etwas Wichtiges zu vergessen. Hast du schon deine Koffer gepackt? Fast fertig. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich alles organisiert habe. Das ist wichtig. Eine gut gepackte Tasche macht das Reisen so viel einfacher. Ja, und ich möchte, dass meine wichtigsten Dinge leicht zugänglich sind. Gute Idee. Das spart Zeit, wenn Sie am Flughafen sind. Genau. Ich genieße lieber die Reise und mache mir keinen Stress, etwas zu vergessen. Lektion 3. Neue Anfänge. Hallo, bist du neu in der Stadt? Ja, ich bin erst letzte Woche hierher gezogen. Für mich ist alles noch so frisch. Das ist aufregend. Wie findest du es bisher? Es ist toll, aber ich versuche immer noch, mich zurechtzufinden. Das kann ich mir vorstellen. Einen neuen Ort zu erkunden kann sowohl Spaß machen als auch überwältigend sein. Genau. Ich habe schon ein paar nette Cafés gefunden, was hilft. Coffeeshops sind eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich wie zu Hause zu fühlen. Ja, und alle waren so freundlich, was beruhigend ist. Das ist wunderbar zu hören. In einer neuen Stadt ist es wichtig, Verbindungen herzustellen. Lektion 4. Vorteile beim Entrümpeln. Ich hätte nie gedacht, dass sich Entrümpeln so positiv auf das Wohlbefinden auswirken könnte. Richtig? Es ist erstaunlich, wie die Räumung des physischen Raums auch den mentalen Raum reinigen kann. Genau. Nach dem Aufräumen fühlte ich mich leichter und konzentrierter. Ja, und es ist wie ein frischer Wind in Ihrem Zuhause. Ich finde es toll, wie es einen so großen Unterschied in deiner Stimmung machen kann. Unbedingt. Es ist ermutigend, Dinge loszulassen, die man nicht mehr braucht. Mir ist aufgefallen, dass ich in einer aufgeräumten Umgebung produktiver bin. Das Gleiche hier. Unordnung kann so ablenkend sein. Es ist interessant, wie eine einfache Aufgabe zu so tiefgreifenden Veränderungen führen kann. Lektion 5. Qualitätsbeurteilungen. Wo sollte ich nach hochwertigen Produktbewertungen suchen? Sie finden sie auf Websites, die sich mit Bewertungen befassen, wie zum Beispiel Verbraucherberichten. Das ist ein guter Tipp. Ich überprüfe oft mehrere Quellen, um eine ausgewogene Ansicht zu erhalten.
Ja, es ist auch ratsam, das Feedback verschiedener Benutzer zu vergleichen. Genau. Es hilft, sowohl positive als auch negative Erfahrungen zu machen. Und auch Videorezensionen können sehr hilfreich sein, da sie das Produkt im Einsatz zeigen. Unbedingt. Es in Aktion zu sehen, macht einen großen Unterschied beim Verständnis seiner Funktionen. Außerdem finden Sie häufig detaillierte Erklärungen, die bei Textbewertungen möglicherweise übersehen werden. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Visuelle Informationen sind normalerweise ansprechender. Lektion 6. Historischer Kontext. Ich habe gehört, dass versucht wurde, sie vor der Krankheit zu schützen, aber leider starb sie 1955. Das ist herzzerreißend. Es ist immer schwierig, jemanden zu verlieren, obwohl man versucht zu helfen. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Fortschritte seitdem erzielt wurden. Unbedingt. Es ist eine Erinnerung daran, wie weit die Medizin gekommen ist. Es ist wichtig, sich an diese Geschichten zu erinnern, um die Fortschritte im Gesundheitswesen zu würdigen. Ja, und sie erinnern uns an die Bedeutung von Forschung und Prävention. Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen, um zukünftige Ergebnisse zu verbessern. Definitiv. Jeder Schritt vorwärts basiert auf den Lehren der Geschichte. Es ist eine bittersüße Erkenntnis, aber sie hilft uns, diejenigen zu ehren, die wir verloren haben. Lektion 7. Kundenzufriedenheit. Wie können wir die Kundenzufriedenheit sicherstellen? Eine wichtige Möglichkeit besteht darin, einen exzellenten Kundensupport anzubieten. Ich stimme voll und ganz zu. Der Support kann über Erfolg oder Misserfolg eines Kundenerlebnisses entscheiden. Ja, und die Beantwortung von Anfragen schafft Vertrauen bei den Kunden. Unbedingt. Es zeigt ihnen, dass ihre Anliegen geschätzt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das regelmäßige Einholen von Feedback. Das ist wahr. Es hilft uns zu verstehen, was Kunden wirklich wollen. Ja, und dieses Feedback zur Verbesserung der Dienste zu nutzen, ist von entscheidender Bedeutung. Es geht darum, einen Kreislauf der ständigen Verbesserung zu schaffen. Lektion 8. Laptop-Einstellungen. Für Laptops denke ich, dass ein leichter Laptop praktisch wäre. Ich stimme zu. Portabilität ist unerlässlich, besonders wenn Sie viel reisen. Ja, ich bevorzuge etwas, das ich problemlos mit mir herumtragen kann. Ich auch. Ein leichter Laptop erleichtert das Arbeiten von überall aus. Und ich finde, dass die Akkulaufzeit auch für unterwegs wichtig ist. Definitiv. Es ist frustrierend, wenn Sie häufig nach einem Stecker suchen müssen. Haben Sie bestimmte Marken im Sinn? Ich habe gute Dinge über mehrere Marken gehört, aber das hängt wirklich von den Funktionen ab, die Sie benötigen. Das ist wahr. Das Gleichgewicht zwischen Gewicht und Leistung ist entscheidend. Lektion 9. Höfliches Verhalten. Es ist nicht schwer, höflich zu sein, oder? Ganz und gar nicht. Einfache Gesten können viel dazu beitragen, Respekt zu zeigen. Genau. Nur Bitte und Danke zu sagen, kann einen großen Unterschied machen. Ja, und es ist auch wichtig, auf den persönlichen Raum zu achten. Unbedingt.
Du solltest Menschen an überfüllten Orten nicht drängen oder schubsen. Das ist wahr. Es geht nur darum, den Komfort anderer zu berücksichtigen. Und wenn Sie Ihren Mund bedecken, wenn Sie husten, nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen. Definitiv. Höflichkeit trägt dazu bei, eine angenehmere Umgebung für alle zu schaffen. Es ist ein kleiner Aufwand, der zu einer viel schöneren Atmosphäre führen kann. Lektion 10. Perfektes Outfit. Hallo! Hast du schon auf die Speisekarte geschaut? Noch nicht, aber ich bin gespannt, was Sie anbieten. Ich hoffe, Sie haben etwas Stylisches, das zum Anlass passt. Ja. Ich liebe einen Ort, an dem ich mich ein bisschen verkleiden und ein gutes Essen genießen kann. Genau. Ein perfektes Outfit kann das kulinarische Erlebnis wirklich verbessern. Hast du etwas Bestimmtes für dein Outfit heute Abend im Sinn? Ich denke darüber nach, meinen neuen Blazer zu tragen. Er verleiht mir einen Hauch von Klasse. Das klingt toll. Ich könnte ein schönes Kleid tragen, das sowohl elegant als auch bequem ist. Komfort ist der Schlüssel. Es ist schwer, Ihr Essen zu genießen, wenn Sie sich in Ihrer Kleidung nicht wohlfühlen. Lektion 11. Ankunft auf Hawaii. Da die Hawaii-Inseln so weit von jedem Land entfernt sind, könnte man sich fragen, wie die Menschen dorthin gekommen sind. Das ist eine faszinierende Frage. Die Geschichte der Migration ist ziemlich faszinierend. Ja, ich habe gelesen, dass die frühen Polynesier Kanus benutzten, um durch den weiten Ozean zu navigieren. Genau. Sie waren unglaubliche Entdecker, die sich auf die Sterne und Meeresströmungen verließen. Es ist erstaunlich, wie sie ihren Weg zu so abgelegenen Inseln gefunden haben. Und sie haben eine reiche Kultur gegründet, die noch heute gedeiht. Ja, die Traditionen und Praktiken, die sie mitgebracht haben, werden immer noch gefeiert. Es ist ein Beweis für menschliche Widerstandsfähigkeit und Abenteuer. Definitiv. Ihre Reise ist ein inspirierender Teil der hawaiianischen Geschichte. Lektion 12. Musikalische Leidenschaften. Mein Lieblingsfach ist Musik. Ich singe gerne und spiele Klarinette. Das ist wunderbar. Musik hat eine so starke Art, Gefühle auszudrücken. Ich stimme zu. Durch das Spielen der Klarinette kann ich wunderschöne Melodien kreieren. Singen ist auch eine großartige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Ja, hast du jemals darüber nachgedacht, einem Chor oder einer Band beizutreten? Hab ich. Es würde Spaß machen, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten. Definitiv. Es ist inspirierend, als Gruppe zusammen Musik zu machen. Ich liebe es, wie Musik Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen kann. Genau. Es schafft ein Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Lektion 13. Stilvolle Einstellungen. Ich möchte etwas Stylisches, aber auch Funktionales für mein neues Outfit. Das ist ein großartiges Ziel. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Genau. Ich brauche etwas, das gut aussieht, aber auch Bewegung zulässt. Ja, Komfort sollte niemals für Stil geopfert werden. Hast du ein bestimmtes Aussehen im Sinn? Ich denke an einen schicken Overall. Er ist sowohl trendig als auch praktisch. Das klingt perfekt.
Overalls können so vielseitig sein. Das sind sie wirklich. Sie können sie je nach Anlass schick oder lässig anziehen. Ich liebe diese Flexibilität. Vielleicht suche ich nach etwas Ähnlichem für mich. Lektion 14. Sprechende Fische. Wenn mein Fisch sprechen könnte, frage ich mich, was er sagen würde. Das ist ein lustiger Gedanke. Ich habe auch einen Goldfisch. Er schwimmt den ganzen Tag in seiner Schale herum. Richtig? Ich wette, er hat viele Abenteuer zu teilen, wenn er könnte. Unbedingt. Er muss alle möglichen Dinge aus seiner kleinen Welt sehen. Es ist interessant, wie Haustiere solche Persönlichkeiten haben können, auch wenn sie nicht sprechen. Ja, mein Goldfisch scheint mich zu erkennen, wenn ich mich der Schale nähere. Das ist bezaubernd. Sie werden wirklich Teil unseres Lebens. Ich denke, es wäre lustig, seine Gedanken zu seinem Tagesablauf zu hören. Definitiv. Wer hätte gedacht, dass ein Goldfisch ein so reiches Innenleben haben kann? Lektion 15. Verhaftende Situationen. Wenn Sie Menschen verhaften, ist das oft eine ernste Situation. Ja, einige Personen müssen aus verschiedenen Gründen festgenommen und in Gewahrsam genommen werden. Genau. Es ist wichtig für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Aber der Prozess kann ziemlich komplex sein, oder? Definitiv. Es gibt rechtliche Verfahren, die befolgt werden müssen. Ja, und es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Rechte aller respektiert werden. Ich stimme zu. Der Gerechtigkeit sollte immer fair Genüge getan werden. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Durchsetzung und bürgerlichen Freiheiten. Unbedingt. Es ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Lektion 16. Das Beste aus der Zeit machen. Du solltest das Beste aus jeder Minute machen. Zeit ist eine lustige Sache. Ich stimme voll und ganz zu. Es kann so schnell verschwinden, wenn wir nicht aufpassen. Ja, ich wünsche mir oft, ich hätte meine Zeit besser genutzt. Das Gleiche hier. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen, was uns wirklich wichtig ist. Genau. Kleine Momente können zu bedeutenden Erlebnissen führen. Ja, und manchmal bereiten die einfachsten Aktivitäten die meiste Freude. Es geht darum, präsent zu sein und das Jetzt zu schätzen. Unbedingt. Ich denke, das ist eine wertvolle Lektion für alle. Setzen wir uns dafür ein, dass in Zukunft jeder Moment zählt. Lektion 17. Gemütliches Einkaufen zu Hause. Ich auch. Ich möchte mein Zuhause gemütlicher machen. Wie wäre es, gemeinsam neue Haushaltswaren zu kaufen? Das klingt nach einer lustigen Idee. Es gibt so viele Optionen zur Auswahl. Genau. Ich liebe es, Stücke zu finden, die einem Raum Wärme und Persönlichkeit verleihen. Ja, eine gemütliche Einrichtung kann ein Haus wirklich in ein Zuhause verwandeln. Haben Sie bestimmte Dinge im Sinn? Ich denke über ein paar weiche Decken und dekorative Kissen nach. Das sind großartige Entscheidungen. Sie sorgen für Komfort und Stil. Unbedingt. Ich möchte auch etwas warmes Licht finden, um ein schönes Ambiente zu schaffen.
Ja, Beleuchtung kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, die Stimmung zu bestimmen. Lektion 18: Gemeindetreffen. Viele Leute sagen, dass sie es vorziehen, sich in kleinen Gruppen zu treffen. Findest du nicht? Ja, es schafft eine intimere und bequemere Umgebung für alle. Genau. Kleinere Zusammenkünfte ermöglichen oft tiefere Gespräche. Und es ist einfacher, auf persönlicher Ebene mit anderen in Kontakt zu treten. Ja, ich denke, es fördert das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Außerdem kann es weniger überwältigend sein als größere Veranstaltungen. Unbedingt. Es ist schön, sich in einer kleineren Gruppe gesehen und gehört zu fühlen. Ich stimme zu. Jeder kann seine Gedanken und Ideen freier teilen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen. Lektion 19: Auf dem Flughafen navigieren. Schauen wir uns den Flughafenplan an, um uns zurechtzufinden. Das ist eine gute Idee. Auf großen Flughäfen verirre ich mich immer ein bisschen. Das Gleiche hier. Bei so vielen Terminals und Gates kann es überwältigend sein. Ja, ich will nur sicher gehen, dass wir unseren Flug nicht verpassen. Genau. Zu wissen, wo sich die Gepäckausgabe befindet, würde auch helfen. Ja, stellen wir sicher, dass wir alles geklärt haben, bevor wir an Bord gehen. Gut überlegt. Ein bisschen Planung reicht am Flughafen aus. Definitiv. Es wird das gesamte Reiseerlebnis reibungsloser machen. In Ordnung, lasst uns die Karte finden. Lektion 20: Die Ankunft in Alamo. Als Bowie ankam, war das ein ziemlich entscheidender Moment in der Geschichte, nicht wahr? Ja, zumal Freiwillige aus Texas das Alamo auf eine Belagerung vorbereiteten. Genau, die Spannung nahm zu, und jeder wusste, dass etwas Bedeutendes passieren würde. Es ist interessant, wie diese frühen Entscheidungen die Zukunft von Texas geprägt haben. Ja, Bowies Führung spielte eine entscheidende Rolle bei der Bündelung der Verteidiger. Und der Geist der Einheit unter den Freiwilligen war wirklich inspirierend. Sie waren bereit, trotz überwältigender Widrigkeiten standhaft zu bleiben. Es ist bemerkenswert, wie eine solche Entschlossenheit aus einer gemeinsamen Sache hervorgehen kann. In der Tat, die Ereignisse im Alamo gelten immer noch als Symbol für Tapferkeit. Lektion 21: Trainingspläne. Folgst du heutzutage einem bestimmten Trainingsplan? Nicht wirklich. Ich habe einige Online-Videos gefunden, denen ich gerne folge. Das ist eine großartige Möglichkeit, motiviert zu bleiben. Welche Arten von Workouts magst du? Ich liebe Krafttraining und etwas Cardio. Sie halten mich mit Energie versorgt. Das sind hervorragende Entscheidungen. Ich finde, dass es interessant bleibt, Dinge zu vermischen. Genau. Ich versuche, verschiedene Übungen einzubauen, um mich selbst herauszufordern. Hast du irgendwelche Veränderungen bemerkt, seit du angefangen hast? Ja, ich fühle mich stärker und selbstbewusster in meinen Fähigkeiten. Das ist fantastisch. Konstanz zahlt sich bei der Fitness wirklich aus. Lektion 22: Lokale kulinarische Abenteuer.
Auf Reisen suche ich immer nach lokalen Streetfood-Ständen oder Märkten. Das ist eine tolle Idee. Sie bieten oft die günstigsten und authentischsten Optionen. Ja, es ist die beste Art, die lokale Kultur durch Essen zu erleben. Ich liebe es, neue Gerichte auszuprobieren, die ich in typischen Restaurants nicht finden würde. Genau. Streetfood hat einen einzigartigen Charme und Geschmack. Außerdem wird es normalerweise direkt vor Ihren Augen frisch zubereitet, was aufregend ist. Ich stimme zu. Es fühlt sich bei jedem Bissen wie ein kleines Abenteuer an. Und Sie können oft mit den Anbietern chatten, was das Erlebnis noch verbessert. Ja. Sie haben normalerweise großartige Geschichten über das Essen, das Sie servieren? Lektion 23. Das Beste aus dem Tag machen. Machen wir das Beste aus dem Tag. Klingt gut? Unbedingt. Was hast du für heute vor? Wir könnten mit einem guten Frühstück beginnen und dann auf Entdeckungsreise gehen. Das klingt perfekt. Sollen wir etwas für unsere Abenteuer mitbringen? Vielleicht ein paar Snacks und Wasser für den Fall, dass wir hungrig werden. Tolle Idee. Es ist immer gut, Erfrischungen zur Hand zu haben. Ich denke auch, dass es Spaß machen würde, eine Kamera mitzubringen, um unseren Tag festzuhalten. Ja, ich liebe es, Fotos zu machen, um mich an unsere Abenteuer zu erinnern. Lasst uns zusammenpacken und diesen Tag unvergesslich machen. Lektion 24. Versicherungsempfehlungen. Ich empfehle, sich bei verschiedenen Unternehmen nach Preisen und Deckung zu erkundigen. Das ist klug. Es ist wichtig, Optionen zu vergleichen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Genau. Jedes Unternehmen bietet unterschiedliche Pläne und Vorteile. Ja, und einige haben möglicherweise Sonderangebote, mit denen Sie Geld sparen können. Ich habe festgestellt, dass das Lesen von Bewertungen auch bei der Auswahl des richtigen Anbieters helfen kann. Das ist wahr. Es ist schön, von anderen über ihre Erfahrungen zu hören. Und vergessen Sie nicht, nach dem Kundenservice zu fragen. Er ist für jede Versicherung von entscheidender Bedeutung. Unbedingt. Sie möchten sicher sein, dass Sie zuverlässig sind, wenn Sie Hilfe benötigen. Lassen Sie uns gemeinsam recherchieren, um die besten Optionen zu finden. Lektion 25. Einblicke in das Verhalten von Tieren. Einige Anthropologen haben so viel über die ungewöhnlichen Verhaltensweisen gelernt, die bei vielen Tieren beobachtet wurden. Ja, es ist faszinierend, wie ihre Studien so viel über die Intelligenz von Tieren verraten können. Genau. Tiere zeigen oft Verhaltensweisen, die uns überraschen. Ich finde es interessant, wie soziale Strukturen unter Tieren menschliches Verhalten widerspiegeln können. Ja, es zeigt, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben, als wir vielleicht denken. Und das Verständnis dieser Verhaltensweisen kann uns bei Naturschutzbemühungen helfen. Unbedingt. Je mehr wir wissen, desto besser können wir ihre Lebensräume schützen. Außerdem bereichert es unser Verständnis der natürlichen Welt. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, wie viel es noch zu lernen gibt. Lektion 26. Pasta machen. Großartig. Wie fangen wir an, die Pasta zu machen? Zuerst machen wir einen Brunnen mit dem Mehl. Das klingt einfach genug.
Fügen wir als nächstes die Eier hinzu? Ja, wir schlagen die Eier direkt in die Mulde und fangen an zu mischen. Ich liebe diesen Prozess. Er fühlt sich so praxisnah und traditionell an. Das tut es wirklich. Es ist eine unterhaltsame Art, sich mit dem Kochen zu verbinden. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie daraus Teig wird. Genau. Den Teig zu kneten ist einer der besten Teile. Ja, es ist befriedigend zu spüren, wie alles zusammenkommt. Lektion 27. Gemüse verwenden. Kann ich Gemüse in der Schale verwenden? Ja, auf jeden Fall. Sie können zum Beispiel Champignons oder Paprika verwenden. Das sind großartige Entscheidungen. Sie verleihen Geschmack und Textur. Genau. Außerdem bringen sie lebendige Farben auf den Teller. Ich liebe es, wie die Verwendung frischer Zutaten ein Gericht aufwerten kann. Ja, dadurch schmeckt alles so viel besser. Und es ist eine großartige Möglichkeit, gesunde Optionen in unsere Mahlzeiten aufzunehmen. Unbedingt. Lassen Sie uns kreativ mit dem Gemüse werden, das wir auswählen. Ich bin gespannt, wie das alles zusammenkommt. Lektion 28. Bestattungsbräuche. Was passiert normalerweise während der Zeremonie, wenn auf eine Beerdigung hingewiesen wird? Normalerweise gehen die Trauernden, bevor die Friedhofsarbeiter den Sarg mit Erde bedecken. Ja, und es ist ein Moment der Besinnung für alle Anwesenden. Genau. Es ist eine respektvolle Art, den Verstorbenen zu ehren. Ich denke, es ist wichtig, dass Trauernde Zeit haben, sich endgültig zu verabschieden. Unbedingt. Es ermöglicht die Schließung in einer schwierigen Zeit. Und nach der Beerdigung kommen viele Familien zusammen, um Erinnerungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, dieser Gemeinschaftsaspekt ist im Trauerprozess unerlässlich. Es erinnert daran, wie wichtig es ist, in solchen Momenten eine Verbindung herzustellen. Lektion 29. Telefonetikette. Mir ist aufgefallen, dass Gespräche heute mehr denn je am Telefon stattfinden. Ja, vielleicht weil es keine traditionelle Telefonetikette mehr gibt. Genau. Manche Menschen fühlen sich wohler, wenn sie beiläufig sprechen. Es ist interessant, wie das manchmal zu Missverständnissen führen kann. Ja. Ohne angemessene Etikette können Nachrichten verloren gehen oder falsch interpretiert werden. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein gewisses Maß an Professionalität aufrechtzuerhalten, auch am Telefon. Definitiv. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu allen Interaktionen. Vielleicht sollten wir uns an die Grundlagen der Telefonetikette erinnern. Tolle Idee. Es kann uns sowohl in persönlichen als auch in beruflichen Gesprächen helfen. Lektion 30. New Yorks Charme. Natürlich ist New York für viel mehr als nur seine Architektur berühmt. Unbedingt. Die Stadt hat eine so lebendige Kultur und Energie. Ja, von der Kunstszene bis hin zu den vielfältigen gastronomischen Angeboten gibt es so viel zu entdecken. Ich liebe es, wie jedes Viertel seine eigene einzigartige Atmosphäre hat. Genau, Sie könnten Jahre damit verbringen, neue Orte und Erlebnisse zu entdecken.
Und vergessen wir nicht die unglaublichen Theater- und Live-Auftritte. Ja, Broadway-Shows sind ein Muss für jeden Besucher. Ich kann es kaum erwarten, eine Show zu sehen. Das Talent dort ist phänomenal. Es zeigt wirklich die Kreativität und Leidenschaft der Stadt. Lektion 31. Einkaufen für Komfort. Bist du auf der Suche nach bequemen Klamotten? Ja. Ich möchte etwas, das mir ein gutes Gefühl gibt, aber auch stilvoll aussieht. Das klingt toll. Hast du schon irgendwelche Geschäfte ausprobiert? Ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll, aber ich habe gute Dinge über ein paar lokale Geschäfte gehört. Die können großartig sein. Manchmal haben kleinere Geschäfte Unikate. Genau. Ich liebe es, etwas zu finden, das nicht jeder andere hat. Und Komfort ist der Schlüssel, besonders wenn Sie es den ganzen Tag tragen. Ja, ich kann Kleidung nicht ausstehen, die sich einschränkend oder unbequem anfühlt. Schauen wir uns gemeinsam ein paar Orte an. Es wird Spaß machen. Lektion 32. Das Leben der Indianer bewahren. Sein Plan war es, das indische Leben zu skizzieren, bevor es für immer verschwand. Das ist eine so wichtige Mission, besonders in diesen Zeiten. Ja, die Indianer starben so schnell und ihre Kultur war gefährdet. Es ist herzzerreißend, über den Verlust solch reicher Traditionen nachzudenken. Genau. Ihre Lebensweise durch Kunst einzufangen, war eine Möglichkeit, sie zu bewahren. Ich bewundere Künstler, die sich solch bedeutungsvollen Projekten stellen. Ja. Es zeigt das Engagement, ihre Geschichte zu verstehen und zu ehren. Ich hoffe, diese Skizzen geben Einblick in ihre Erfahrungen und Kämpfe. Sie können uns sicherlich so viel über Resilienz und Identität beibringen. Lektion 33. Die geheimnisvolle Anna Anderson. Innerhalb weniger Jahre erschien in Westeuropa eine Frau namens Anna Anderson. Ja, sie behauptete, jemand Bedeutendes zu sein, nicht wahr? Genau. Sie sagte, sie sei eine vermisste Königin, was für Aufsehen sorgte. Es ist faszinierend, wie Menschen so aufwendige Geschichten kreieren können. Ja, und die Faszination der Öffentlichkeit für ihre Geschichte hat die Intrige nur angeheizt. Ich frage mich, was sie motiviert hat, diese Identität anzunehmen. Es ist möglich, dass sie Aufmerksamkeit erregt hat oder ihre eigenen Gründe dafür hatte. Das ist wahr. Die Geheimnisse, die ihr Leben umgeben, sind faszinierend. Es zeigt wirklich, wie Geschichte von Individuen und ihren Erzählungen beeinflusst werden kann. Lektion 34. Die Auswirkungen des Krieges. Anstatt ihn untergehen zu lassen, kam der Krieg, und ein Achtel der gesamten Bevölkerung war betroffen. Das ist umwerfend. Kriege haben so tiefgreifende Auswirkungen auf Gemeinschaften. Ja, es ist herzzerreißend, an die zerstörten und verlorenen Leben zu denken. Genau. Jede Statistik steht für echte Menschen mit Geschichten und Träumen. Es ist wichtig, sich an diese Ereignisse und ihre Folgen zu erinnern. Ja, das Verständnis der Geschichte hilft uns, ähnliche Tragödien in der Zukunft zu verhindern. Unbedingt. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, um diejenigen zu ehren, die gelitten haben.
Ich stimme zu. Es ist eine Erinnerung an unsere gemeinsame Verantwortung für die Förderung des Friedens. Ja, jede Anstrengung zählt beim Aufbau einer besseren Welt. Lektion 35. Sinnvolle Souvenirs. Ein Souvenir wäre eine großartige Möglichkeit, sich an dieses Erlebnis zu erinnern. Unbedingt. Es ist schön, etwas Körperliches zu haben, das uns an unsere Abenteuer erinnert. Ja, ich liebe es, Gegenstände zu sammeln, hinter denen eine Geschichte steckt. Ich auch. Dadurch fühlen sie sich besonderer als nur ein normales Schmuckstück. Haben Sie ein Lieblingssouvenir? Normalerweise bevorzuge ich lokale Kunst oder handgemachtes Kunsthandwerk. Sie fühlen sich einzigartig an. Das ist eine gute Wahl. Sie spiegeln oft die Kultur des Ortes wider. Genau. Es ist, als würde man ein Stück vom Reiseziel mit nach Hause nehmen. Halten wir auf unseren Reisen Ausschau nach etwas Sinnvollem.